sind auf dem Weg zum Canyon Colca und fahren hier über einen Pass. Wir sind gerade auf ungefähr 4200 Metern und da hinten sieht man eine Lama-Abart. Ich werde das gleich mal versuchen, etwas näher ranzubringen. Man merkt die Höhe schon doch deutlich. Ich habe gerade einen Puls von ungefähr 110, 115. Aber wir kauen ja schon Kokablätter, damit das nicht so ganz so schlimm ist. Das Vicuña zählt wie das Alpaka zur Familie der Kamele. Es wird bis zu 1,5 Meter hoch und etwa 50 Kilogramm schwer. Zur Inka-Zeit gab es ungefähr 1,5 Millionen Vicuñas, 1965 nur noch ca. 6000. Danach stellte man sie unter Schutz, sodass sich die Bestände wieder auf etwa 200.000 erholen konnten. Das Vicuña ist sogar auf dem peruanischen Wappen abgebildet. Für die Tötung eines solchen Tieres kann es bis zu 13 Jahre Haft geben. Das ist im Schnitt mehr als für die Tötung eines Menschen. Man meint es hier mit dem Schutz also ernst. Die Wolle der Vicuñas ist sogar noch feiner als die bekannte Kaschmirwolle. Alle 2 Jahre werden Herden zusammengetrieben und geschert. Eine Haltung von Vicuñas ist im Gegensatz zu Lamas und Alpakas nicht üblich, da sich die Tiere scheinbar in Gefangenschaft nicht paaren wollen. So, ein paar hundert Meter weiter gab es auch Lama- und Alpaka-Herden. Da haben wir natürlich auch Halt gemacht, bevor es weiter durchs Altiplano ging. Nachdem wir auf ungefähr 4900 Metern waren, geht es jetzt zum Glück wieder runter. Auch wenn mir hier immer noch leicht schwindelig ist, aber es wird schon besser langsam. In das Städtchen Chivay. Da werden wir Mittagessen, noch irgendwas angucken und danach geht es irgendwo nach links zum Colca Canyon. Der mit über 3400 Metern übrigens mehr als doppelt so hoch ist wie der Grand Canyon. Aber dazu später mehr. So, wir sind jetzt hier im Städtchen Chivay und essen jetzt gleich mal Alpaka. Vorher gibt es noch ein Süppchen oder sowas und natürlich noch ein Bierchen. Das Ganze für 20 Soll, also 4 Euro, kann man nicht meckern, oder? Oh, ich könnte das am besten vergleichen zu Leber. Also jetzt nichts Besonderes, aber mal probieren. Hier ist es wohl sehr üblich, Alpaka zu essen. Nichts Besonderes im Sinne von Geschmack habe ich natürlich damit gemeint. Es sei denn, man mag Leber, dann kommt man auf seine Kosten. In Peru ist der Verzehr von Alpakafleisch nicht unüblicher als andere Fleischsorten. Chivay selbst ist so ein kleines, verschlafenes Örtchen. Außer dem Platz hier und ein paar Restaurants gibt es ja eigentlich nicht wirklich was zu sehen. Aber dann schauen wir uns so wenigstens noch mal den Platz an, bevor es dann weitergeht. Hinter mir befindet sich noch nicht die Colca-Schlucht, sondern das gehört noch zum Colca-Tal. Das Ganze. Und der Fluss, der da schwimmt oder fließt, ist der Fluss Colca. Also klingt halt alles nach Colca. Und kleiner Funfact am Rande: Colca auf Polnisch heißt Seitenstechen. Das ist jetzt schon eine Wahnsinnsaussicht. Und wegen der Form hier, vor allem hier, vor allem wegen dieser Form, heißt dieser Aussichtspunkt eigentlich auch Amphitheater.
können sagen, hier beginnt das Ganze. Man kann auch im Canyon wandern. Es gibt Eintagestouren und Mehrtagestouren. Wir fahren aber 45 Kilometer den Canyon entlang. Und das ist wohl eine Alternativroute, jetzt nicht die die meisten nehmen. Aber sie soll wohl mindestens genauso schön sein, wenn nicht schöner. Hier in der Region wird noch Quechua gesprochen und ziemlich wenig Spanisch. Der Herr mit dem Pferd, das da gerade eben noch vor uns lief, hat das auch gerade gerufen, irgendwie Humai oder Hamui, was in Quechua bedeutet komm. Diese Terrassen sind üblich für Peru und vor allem für die Inka-Kultur. Findet man eigentlich im ganzen Land. Wie schon vorhin erwähnt, sagt man, der Canyon sei etwa 3200 bis 3400 Meter tief. Das gilt allerdings nur, wenn man vom höchsten Gipfel bis hinunter misst. Vom Rand der Schlucht sind das eher 1200 Meter. Laut dieser Rechnung wäre der Canyon nach dem Grand Canyon und der Tara-Schlucht in Montenegro der dritttiefste Canyon der Welt. Die Länge beträgt etwa 70 Kilometer, wobei man diese mit dem Auto nicht komplett erreichen kann. Es gibt Mehrtageswanderungen im Canyon, aber dafür fehlte uns leider die Zeit. Aber vorerst genug geschwafelt. Genießt die Aufnahmen.
So, angekommen in Cabana Conde. Wir sind untergekommen im Hotel Casa Santiago. Auch wenn das Örtchen hier sehr, naja, nicht fortgeschritten ist, muss man schon sagen, das Hotel gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich habe jetzt, warum auch immer, 3 Betten, aber gut. Ein kleines Bad und eine nette Aussicht. Also auf die Berge meine ich jetzt. Nach dem Abendessen gab es noch wirklich ein Bier, da es das letzte im Hotel war, und dann ging es relativ zeitig ins Bett, da wir morgens früh am Aussichtspunkt für die Kondore sein mussten. Guten Morgen. Nach einer sehr kurzen Nacht mitten im Nirgendwo, aber in einem schönen Hotel, sind wir jetzt wieder am Aussichtspunkt, wo man die Kondore beobachten kann. Man sollte hier zwischen 8 und 9 da sein, denn da erwachen die, fliegen hier so ein bisschen rum, machen sich warm quasi, lassen sich die Federn aufwärmen und gehen dann auf die Suche nach Nahrung. Wie bereits erwähnt, fliegen sich die Kondore zwischen 8 und 9 Uhr morgens warm, nachdem sie die Nacht auf Felssimsen und Plattformen geschützt in der Schlucht verbracht haben. Danach lassen sie sich auf der Suche nach Nahrung treiben. Kondore sind Aasfresser, können bis zu 15 Kilogramm schwer werden und eine Spannweite von über 3 Metern erreichen, was sie zu einem der größten Vögel der Erde macht. Sie können bis zu 70 Jahre alt werden und vermehren sich im 2-Jahrestakt. Die Brutzeit beträgt etwa 60 Tage und nach 6 Monaten sind die Jungen dann flügge. Aktuell schätzt man den Bestand auf ca. 10.000 Stück weltweit, womit sie die Vorwarnstufe zu den gefährdeten Tierarten erreichen. Ich verlinke euch die Wikipedia-Artikel in der Videobeschreibung. Natürlich wird an dem Aussichtspunkt die ganze Show auch für Touri-Kram ausgenutzt. Nachdem die Kondore etwa 8:45 nicht mehr zu sehen waren, sind wir dann weitergefahren Richtung Puno. Noch kurz vor 10 kamen uns Busse aus Arequipa entgegen, um zum Aussichtspunkt zu gelangen. Das soll wohl keine Seltenheit sein, denn viele Reiseunternehmen garantieren bei der Buchung nicht, dass man die Vögel zu Gesicht bekommt und lassen sich dann bei der Anreise zu viel Zeit. Wozu der Stress, wenn man das Geld eh schon hat, was? Aber gut, hier noch ein paar Drohnenaufnahmen der Colca-Schlucht.
Auf dem Weg nach Puno haben wir noch Halt gemacht für Ziplining. Neben dem Rafting und den Buggies der letzten beiden Folgen auch ein Novum für uns. Da runter. Habe ich auch noch nie gemacht. Wäre schon ein Puls von 130, aber ja, da sieht man es auf der GoPro nicht, aber der Vulkan ist gerade am Dampfen. Die erste Linie waren 650 Meter. Das war dort. Jetzt gleich nochmal da runter, 350 Meter. Da kommt Leider ist bei der zweiten Fahrt meine GoPro ausgegangen, was nicht das erste Mal passiert ist. Gibt schon einen Grund, warum ich die Dinger so verfluche. Neben den Ziplines gibt es hier auch heiße Pools und man kann mit dem Kajak fahren. Wir allerdings sind weiter gefahren, da wir noch einiges an Strecke zu bewältigen hatten. Wir sind hier gerade auf 4900 Metern und also weiche Knie und es ist ziemlich windig, ja, windig auch. Mir ist schwindelig, das wollte ich sagen. Und scheinbar klappt es auch mit dem Denken nicht mehr ganz so richtig. Aber Przemek fliegt gerade mit der Drohne. Das will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Leider ist es etwas diesig, aber der Vulkan dort, der spuckt Asche. Hat man heute Morgen ganz gut gesehen, aber da hatten wir nur die GoPro. Hat man von den Ziplines ganz gut gesehen. Das wollte ich gerade sagen. Ui. Wir sind hier gerade an so einer länglichen Felsformation auf dem Altiplano. Aber die Höhenkrankheit hat mich gerade doch ordentlich, oder die Höhe ordentlich im Griff. Also ich habe Kopfschmerzen, mir ist schwindelig. Glücklicherweise fühlt sich Przemek besser und nimmt noch ein bisschen auf. Ui.
bevor es noch nach Puno reingeht, gehen wir zum Mirador Puma. Warum heißt er Mirador Puma? Weil ein riesiger Puma ist. Also das hier ist Puno und das ist der Titicaca-See. Da geht es dann morgen. Und für euch nächste Woche. Also schaltet wieder ein, wenn ihr mögt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, ein Abo, falls noch nicht geschehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.